Wer meinen Kanal kennt, hat es schon häufig gesehen, aber wahrscheinlich nicht so richtig wahrgenommen. Schon von Beginn an zeigt mein Kanallogo ein Symbol, den Wolf aus The Witcher. Das kommt nicht von ungefähr. Auf der einen Seite sieht der Wolf einfach cool aus, auf der anderen Seite bin ich in die Witcher-Reihe ein bisschen verliebt. Vielleicht etwas dick aufgetragen, wenn man bedenkt, dass ich den ersten Teil erst nach dem zweiten und dann nicht einmal durchgespielt habe. Aber das tut ja hier auch nicht zur Sache. Ich habe mir damals The Witcher 2 zum Geburtstag gewünscht und es auch bekommen. Dummerweise waren Sommerferien und in denen waren wir damals immer auf dem Campingplatz und ich nur mit einem mittelschnellen Notebook ohne Internet ausgestattet. Es kam, wie es kommen musste, ich wollte loslegen, installierte das Spiel und es sollte ein Patch heruntergeladen werden. Ohne Internet war das schwer machbar. Rettung nahte in Form eines Internetsticks, also die paar Megabyte im Schneckentempo runtergeladen, Spiel gestartet und... es lief nicht. Hardware zu langsam, der kleine Kalimo schwer enttäuscht und die Sommerferien noch einige Wochen lang. Also blieb mir nichts anderes übrig, als die Spielebox anzustarren, den Text auf der Rückseite wieder und wieder zu lesen und mir auszumalen, wie geil es sein wird, wenn ich es dann endlich spielen könnte. Als die Ferien schließlich zu Ende gingen und das Spiel auf meinem heimischen Rechner installiert war, ging die Reise nach Temerien los und alle Fantasien, die ich mir vorher im Kopf zusammengesetzt hatte, wurden noch übertroffen. Geralt von Riva ist einer der coolsten, wenn nicht sogar der coolste Charakter, den ich jemals in einem Videospiel kennengelernt habe. Wortkarg, emotionslos und an sich ein Arschloch, wären da nicht die Auswahlmöglichkeiten in den Gesprächen, mit denen man Geralt zwar nicht komplett umkrempeln, aber dennoch prägen kann. Mein Geralt setzt sich regelmäßig für die Schwachen und Ausgegrenzten der Gesellschaft ein, weil die Menschen diese und auch Geralt wie Dreck behandeln. Ich lasse nicht zu, dass ihr wehrlose Leute ermordet. Was willst du denn machen? Dich töten. Diese Möglichkeit finde ich super. Generell sind die Dialoge ein ganz großer Faktor in meiner Liebesgleichung, denn die Sprecher sind großartig und auch kleine Nebenquests haben eine interessante Handlung. Außerdem ist zu erwähnen, dass Geralt ein Meister des trockenen Sarkasmus ist. Du solltest dich doch rausschleichen und jedes Blutbad vermeiden. Du hast mir nur den Schlüssel für die Handschellen dagelassen, keinen Umhang, der unsichtbar macht. Und dass man am Ende des ersten Aktes zwischen zwei Personen entscheiden muss und je nach Wahl der zweite Akt nahezu komplett anders verläuft, klingt nicht nur toll, ist es auch. Und zwar so toll, dass ich das Spiel mehr als zweimal durchgespielt habe. Und das will schon was heißen. Auch weil ich die anderen Figuren in mein Herz geschlossen habe. Die clevere Zauberin Triss, der balladensingende Frauenheld Rittersporn, der liebenswerte Zwerg Zoltan, Jorvit, der Geralt in Sachen Coolness in nichts nachsteht und wie sie sonst noch alle heißen mögen. Dadurch, dass es hier eine Mischung aus einer Open World und linearer Erzählung ist, bin ich deutlich mehr in die Story gesogen worden, als ich es von reinen Open World Spielen gewohnt war. Man kann zwar die Areale untersuchen, aber diese sind in einer humanen Größe, sodass man sich nicht verläuft oder von so vielen Nebenquests erschlagen wird, dass man die Hauptstoryline völlig aus den Augen verliert. Aus dem Grund hatte ich vor dem dritten Teil ein wenig Angst, denn ich kenne mich gut. Skyrim und andere Open-World-Rollenspiele habe ich immer euphorisch begonnen, aber dann wurde mir die Welt zu groß, ich konnte mich nicht mehr am roten Faden der Story entlanghangeln und dann verlor ich schnell die Motivation oder fing mit neuen Charakteren neu an und lief wieder in dieselben Probleme. Ich fürchtete, dass es mir mit The Witcher 3 auch so ergehen würde, aber ich lag falsch, Gott sei Dank. Ich verliebte mich erneut. Alles, was ich an The Witcher 2 großartig fand, ist auch in The Witcher 3 zu finden. Auch hier streift man Monster tötend durch die Lande. Auch hier führt man Dialoge mit Menschen, Elfen, Zwergen und anderen Auftraggebern. Auch hier sind die Nebenmissionen voller denkwürdiger Momente. Nur gibt es hier von alledem viel, viel mehr. Die Welt ist riesig und wunderschön und bereits nach den ersten Minuten konnte mich das Spiel voll in seinen Bann ziehen. Ich spielte und spielte und spielte und hörte dann plötzlich auf. Doch das Skyrim-Syndrom? Zunächst sah es so aus, bis ich mich dazu entschloss, weiterzuspielen und mich aufgrund des Verlusts des Speicherstandes dazu gezwungen sah, von vorn anzufangen. Dieser Spieldurchlauf ist zum Zeitpunkt dieses Videos immer noch in Gange und etwa 60 Stunden alt. In dieser Zeit traf ich etliche alte Bekannte wieder, sei es in der Hauptstory oder auch rein zufällig in einer kleinen Nebenmission, was mich mit einem besonders breiten Lächeln zurückließ. Und der dritte Teil zeigt noch häufiger, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass gesellschaftliche Probleme durchaus eine Rolle spielen.
Zwerge und Elfen leben in Ghettos als Menschen zweiter Klasse, der Krieg zwischen Nilfgaard und dem Norden zwingt die Dorfbewohner sich anzupassen oder zu fliehen, Schwule und andere, die von der Norm abweichen, werden verachtet. CD Projekt Red zeigt im Spiel, was in der realen Welt auch zu sehen ist. Das ist mutig und ich schätze diesen Mut. Jeder will beweisen, dass gerade seine Ohren die richtige Form haben. Darum dieser Rassenkrieg. Deswegen bekriegen sich Menschen und Elfen seit über 4 Jahrhunderten. Wegen der Form ihrer Ohrmuscheln. Und auch wenn man als Geralt einigen Einfluss auf die Schicksale der Menschen nehmen kann, kann man dennoch nicht alles Übel aus dieser Welt besiegen. Was man hingegen aber besiegen kann, sind etliche Schankwirte, Händler und Schmiede. In Gwent, einem Minispiel im eigentlichen Spiel, mit dem man allein schon Stunden zubringen kann. Hätte für mich nicht unbedingt sein müssen, aber dass es da ist, zeigt, wie viel zusätzliche Arbeit in dieses Projekt geflossen ist. Und diese zusätzliche Arbeit macht aus einem sehr guten Spiel ein großartiges. Abgerundet wird das alles von einem wunderschönen Soundtrack, der den unterschiedlichen Landstrichen immer wieder zu einem eigenen Charakter verhilft. Und auch wenn ich in meinen 60 Stunden schon einiges erlebt habe, liegt ein Großteil noch vor mir. Weder habe ich die Hauptstory ansatzweise beendet, noch habe ich die 2 Erweiterungen angefasst. Allerdings geht es mir jetzt schon so wie bei einem guten Buch oder einer tollen Serie. Ich will zwar das Spiel verschlingen, weil es einfach so brillant ist, aber ich will auch nicht, dass die schöne Zeit mit all den Figuren zu Ende geht. The Witcher 3 soll das letzte Kapitel in der Geschichte des Geralt von Riva sein. Und obwohl er nicht mal andeutungsweise Lebwohl gesagt hat, vermisse ich ihn jetzt schon ein bisschen. Ihn und diese Welt, die so schön ist, dass ich ab und zu einfach lächelnd verharre und die Aussicht genieße. Ich lächle, weil ich auf das zurückblicke, was ich bisher erlebt habe und weil ich mich auf das freue, was noch auf mich wartet. Und deswegen spiele ich The Witcher.